Hey Leute, heute geht's mal wieder um den VW Touran und wir haben das Problem, dass die Federn hinten rechts und links abgebrochen sind. Auf der rechten Seite sogar doppelt gebrochen, auf der oberen Windung und auf der untersten Windung. Und da gehen wir jetzt dran. Aufgefallen ist das Ganze, weil bei Schlaglöchern ein klapperndes metallisches Geräusch zu hören war. Hier oben sehen wir schon die erste Bruchstelle. Sorry, das ist alles ein bisschen wackelig mit dem Handy unterm Auto liegend gefilmt. Und hier unten in dem unteren Querlenker liegen die abgebrochenen Stücke der Feder. Man sieht die schön und die machen natürlich ein fürchterliches Geräusch. Es kann natürlich auch sein, dass die dann rausfallen und irgendwo auf der Straße liegen. Das will sich auch keiner in den Reifen fahren, also gleich raus damit und nicht weiter damit rumfahren so. Ja, doppelt abgebrochen. Die fangen da an zu rosten und kriegen dann eine Schwachstelle und brechen dann irgendwann an dieser Schwachstelle weg. Auf der anderen Seite ist das Ganze unten auch einmal gebrochen. Ein zweites Stück liegt nicht drin. Oben sieht es noch soweit ganz okay aus. Das Wechseln ist gar nicht so schwer. Zuerst mal machen wir die Radkappen runter. Da gibt es hier so einen kleinen Haken bei VW in dem Tool. Und dann mit dem 17er, mit der 17er Nuss die Reifen runter. Wenn ihr keine Hebebühne habt, ich bin hier bei einem Freund auf der Hebebühne, dann das Ganze natürlich aufbocken, einen Unterstellbock drunter stellen. Das Ganze kann man auch ohne Hebebühne machen. Die Hebebühne macht es halt deutlich einfacher. Und hier jetzt das klassische Problem, die Reifen sitzen fest. Paar Mal fest dagegen klopfen, dann kriegt man das Ganze auch runter. Ja, hier wird nicht nur die Feder getauscht, sondern ich werde noch einiges mehr hier an der Hinterachse machen. Also da kommen noch ein paar einzelne Videos, aber das seht ihr jetzt hier auch dann gleich im Ergebnis, was hier noch alles gewechselt wird. Ich mache die Radlager, die Bremsen und alles neu und entroste auch die ganze Hinterachse. Wundert euch nicht, ich habe hier eine andere Radschraube drin, das ist so ein Felgenschloss, dass einem die Reifen nicht geklaut werden. Da braucht ihr natürlich einen richtigen Einsatz. Der sollte eigentlich immer im Auto liegen. So, jetzt haben wir die zwei Seiten runter. Und jetzt habe ich hier einmal einen 18 mm Ringschlüssel und eine 18er Nuss auf der anderen Seite. Sowas geht auch ohne Schlagschrauber, aber ihr seht, wie schwierig das aufgeht. Also ein Schlagschrauber macht das Ganze deutlich einfacher. Ich habe hier jetzt einen Getriebeheber untergestellt. Wenn ihr das Ganze auf dem Boden macht, könnt ihr es auch mit einem Wagenheber machen. Aber da ist halt schon Spannung von der Feder drauf. Da diese Feder hier jetzt zweimal abgebrochen ist, ist da relativ wenig Spannung drauf gewesen. Aber wenn die Feder noch okay ist und ihr dreht einfach diese Schraube hier raus, dann schnallt das ganze Element nach unten. Und das ist dann natürlich gefährlich. Deshalb erst sichern. Und dann mit dem 18er Ringschlüssel gegenhalten und die zweite Seite aufdrehen. Man sieht hier sehr gut, wie rostig hier alles ist. Das werde ich grob entrosten mit einer Flex und einer Drahtbürste. Ja, das seht ihr auch gleich noch im Video. So, die zweite Seite geht schon deutlich schwieriger raus. Die ist ja nur einmal abgebrochen. Wir haben oben und unten noch solche Federteller. Die verwenden wir wieder. Wenn die euch verloren gegangen sind, solltet ihr die natürlich ersetzen. Ich habe jetzt alle Stellen, wo man überhaupt drankommt mit der, ich glaube ESD-Scheibe heißt das. Also mit so einer Entrostungsscheibe gemacht. Die schleift nicht das Material ab, sondern trägt nur die Oberfläche ab. Das ist eigentlich optimal, um Rost zu entfernen. Und den Rest mit verschiedenen Schleifern und Drahtbürsten und dann mit einem Rostumwandler behandelt. Das verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Das Ganze wird dann hier so dunkel von der Farbe her durch den Rostumwandler. Beim unteren Federteller müsst ihr aufpassen beim Einsetzen. Der hat einen kleinen Stift und im unteren Querlenker ist ein Loch dazu, dass das Ganze richtig sitzt. Auch müsst ihr aufpassen, weil die Feder eine Einbaurichtung hat. Im Normalfall ist da ein Pfeil drauf und es steht drauf Top. Das sollte dann nach oben. Oder ihr habt eine Beschriftung drauf, wie jetzt hier. Und keine Markierung wie rum, sondern die Schrift sollte lesbar sein im eingebauten Zustand.
Die Schrauben natürlich wie immer, es sind den Schrauben ersetzen. VW gibt vor, die Schrauben nur einmal zu verwenden. Dann braucht ihr natürlich auch keine Schraubensicherung hier auftragen. Sollte man auf jeden Fall machen. Macht's nicht wie ich. Die Schrauben gehören halt auf jeden Fall ersetzt, laut Handbuch. Hier kommen dann jetzt 90 Newtonmeter und nochmal 90 Grad auf die Schraube drauf. Auf der zweiten Seite auch wieder erst unten den Stift einsetzen mit dem unteren Federteller, dass das in den Querlenker korrekt sitzt. Und dann die zweite Seite oben einsetzen und vorsichtig nach oben pumpen. Das könnt ihr auch auf dem Boden mit einem Wagenheber machen. So, und jetzt müssen wir gucken, dass die Schraube da wieder reingeht. Das Ganze ein bisschen nach vorne und nach hinten hebeln, dass das sich sauber in die richtige Position schieben lässt. Ist teilweise gar nicht so leicht, weil das gerne hier verkantet seitlich. Gut, jetzt wieder. Ich mache Schraubensicherung drauf. Wenn ihr eine neue Schraube und Mutter drauf macht, braucht ihr das Ganze nicht. Ich verlinke euch unten die Ersatzteile, die Federn, die ich verwendet habe und auch die Schrauben dazu. Auch das ganze andere Werkzeug, was ich hier verwendet habe, wird natürlich unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar für euch drin verlinkt sein. Ja, und so leicht sind die Federn getauscht. Jetzt geht es schon wieder ans Zusammenschrauben von den Rädern. Ich habe noch hier vieles weitere gemacht. Also ich habe die Bremsbeläge und die Bremsscheiben getauscht. Ich habe die Radlager auf beiden Seiten getauscht und die Ankerbleche. Also nicht wundern, dass ihr hier bei der einen Aufnahme so gut direkt auf diesen unteren Querlenker schauen konntet. Normalerweise ist da noch dieses Ankerblech im Weg. Ich habe das halt alles einmal getauscht, alles entrostet. Und ich weiß, nur Rostumwandler auftragen ist nicht optimal. Ich bin jetzt hier 4 Tage später nochmal in der Werkstatt gewesen bei meinem Freund und habe das Ganze mit einem 3-in-1 Versiegelung nochmal gestrichen, um das Ganze gegen Rost zu schützen. Ich hoffe, da wird sich der TÜV freuen, wenn ich da dann ankomme und er sieht, dass da was gemacht wurde und nicht alles verrostet ist. Die Schrauben nie mit dem Schlagschrauber andrehen. Wenn ihr da ein bisschen krumm sitzt, könnte es nämlich passieren, dass ihr den ersten Gewindegang kaputt dreht. Ja, sollte auf keinen Fall passieren. Deshalb mit der Hand andrehen und dann mit dem richtigen Drehmoment anziehen. Die Radschrauben sind hier, glaube ich, 120 Newtonmeter. Und natürlich nicht vergessen, die Schrauben nachzuziehen nach einer Weile. Ihr seht, das Ganze ist ein sehr dreckiger Job gewesen mit dem vielen Rost unterm Auto und dem Rostumwandler und allem. Ja, war ein anstrengender Tag, muss man sagen. Wie gesagt, ich verlinke euch unten alles, was ihr an Werkzeug und Ersatzteilen braucht. Abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr die anderen Videos zu den Radlagern und Ankerblechen und den Bremsen nicht. Das kommt alles in den nächsten Wochen für euch. Also Abo dalassen, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Ihr findet auch auf meinem Kanal und hier oben in der Infokarte ganz viele andere Videos zu dem VW Touran. Ich habe hier schon ganz viel gemacht. Vom Zahnriemenwechsel über den klassischen Ölwechsel bis hin zum Tausch von Türschlössern und. Also da habe ich schon wirklich extrem viel gemacht. Und das habe ich alles für euch hier in Videos festgehalten. Also wenn ihr so einen Touran habt, schaut gerne mal in der Playlist vorbei. Da findet ihr vielleicht auch was ihr bei eurem Touran machen könnt. So, die Reparatur ist durch. Die Räder sind wieder fest. Die Radkappen wieder drauf. Und dann kann das Ganze hier weitergehen. Das mit den gebrochenen Federn ist natürlich nicht zu unterschätzen, weil es ein erheblicher Mangel ist, wenn ihr damit zum TÜV fahrt. Das solltet ihr auf jeden Fall vorher machen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like auf das Video da, ein Abo auf den Kanal da und schaut gerne in der Playlist und natürlich im angepinnten Kommentar bei den Ersatzteilen vorbei. Dann bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.